Hallo liebe Deutschlernerinnen und Deutschlerner, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo auch von mir. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Alltag Deutsch. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist Tag 58. Mensch, wir sind schon fast am Ziel unseres A2-Kurses. Unglaublich, oder? Jeden Tag 15 neue Wörter. Und bald, nach Tag 60, da starten wir gemeinsam ins nächste Level, B1. Genau, das wird spannend. Und im kommenden Level, also B1, da wollen wir was Neues ausprobieren. Oh ja? Was denn? Zu jeder Lektion soll es ein zusätzliches Video geben. Da stellen wir euch dann Fragen zu den Alltagsgeschichten. Ah, eine gute Idee. Ihr habt dann kurz Zeit, laut zu antworten, bevor wir die richtige Lösung sagen. Genau. Das ist wirklich eine tolle Übung, um aktiv zu lernen und euer Deutsch, noch stärker zu machen. Super. Und deshalb, schreibt uns bitte eure Ideen für Level B1 in die Kommentare, damit wir die bei der Planung berücksichtigen können. Ja, wir sind echt gespannt auf eure Vorschläge. Und noch was Wichtiges, vergesst bitte nicht, mit der Shadowing-Technik zu üben. Stimmt. Also die Sätze laut nachsprechen, das hilft wirklich ungemein für die Aussprache und das Sprachgefühl. Macht echt einen großen Unterschied. So, aber jetzt zum heutigen Thema. Ja, heute geht's um Grundwortschatz Medien. Genau. Ideal für alle, die über Internet, Zeitung, Fernsehen und soziale Netzwerke sprechen möchten. Wir schauen uns heute 15 wichtige Wörter dazu an und erklären sie wie immer ganz einfach. Sodass ihr sie gut verstehen und dann auch anwenden könnt. Und am Ende der Folge, da erzählen wir euch wieder eine kleine Alltagsgeschichte. Da kommen dann alle Wörter drin vor. So seht ihr, wie sie im echten Leben zusammenpassen. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dabei. Es lohnt sich. Gut, dann lass uns starten. Unser erstes Wort ist ein Gerät. Man braucht es oft, wenn man Töne aufnehmen will, also zum Beispiel die Stimme. Es ist das Mikrofon. Das Mikrofon. Auf Englisch. Microphone. Ein ganz einfacher Beispielsatz. Der Sänger singt in das Mikrofon. Sehr gut. Und wenn wir schon über Medien sprechen, brauchen wir ja nicht nur Ton, sondern oft auch Bild. Was nimmt man da? Klar, die Kamera. Genau, die Kamera. Auf Englisch heißt das. Camera. Und ein Satz dazu könnte sein: Ich mache gerne Fotos mit meiner Kamera. Stimmt. Viele Handys haben ja auch echt gute Kameras mittlerweile. Ja, absolut. So, mit Mikrofon und Kamera sammelt man ja oft Informationen oder erzählt Geschichten. Und diese Information oder auch eine kurze Mitteilung, das nennen wir die Nachricht. Die Nachricht. Achtung, das kann zwei Dinge bedeuten. Auf Englisch News oder eben Message. Genau. Man kann zum Beispiel fragen: Hast du meine Nachricht auf dem Handy gekriegt? Oder man spricht über die Sendung im Fernsehen. Heute Abend kommen die Nachrichten um 20 Uhr. Die Tagesschau zum Beispiel. Richtig. Und wer arbeitet oft mit Mikrofon und Kamera und sammelt diese Nachrichten? Das ist der Reporter. Oder natürlich auch die Reporterin. Der Reporter. Auf Englisch Reporter. Ein typischer Satz: Der Reporter stellt viele Fragen, um halt Informationen zu bekommen. Und Reporter arbeiten ja oft für bestimmte Programme im Fernsehen oder im Radio. So ein Programm oder eine Show, das nennen wir die Sendung. Die Sendung. Die englische Bedeutung ist Broadcast oder Program. Ein Beispiel. Meine Lieblingssendung kommt immer am Dienstagabend im Fernsehen. Okay, und wenn man so eine Sendung macht, zum Beispiel ein Interview führt oder auch Musik aufnimmt, dann muss man den Ton oder das Bild ja festhalten. Das Verb dafür ist aufnehmen. Aufnehmen. Auf Englisch heißt das to record. Und wichtig ist hier auch die Vergangenheitsform, also das Perfekt, hat aufgenommen. Stimmt. Man kann zum Beispiel sagen: Wir haben das Interview mit dem Musiker gestern aufgenommen. Genau. Und wenn man jetzt speziell Bilder oder Videos macht, da gibt es noch ein genaueres Verb. Filmen. Filmen. Das ist auf Englisch to film. Und das Perfekt dazu lautet, hat gefilmt. Ein Satz wäre vielleicht: Sie hat ihren ganzen Urlaub mit der neuen Kamera gefilmt. Sehr schön. So, und jetzt die Person, die eine Sendung leitet, also durch das Programm führt, spricht und vielleicht Gäste hat. Was macht die? Die Person tut moderieren. Genau. Moderieren. Auf Englisch sagt man to host oder to present. Und das Perfekt ist? Hat moderiert. Ein Beispiel? Er moderiert die Quizshows sehr gut und sehr sympathisch. Ja, das macht er gut. Okay, nächstes Verb. Wenn Reporter oder Journalisten über ein Ereignis erzählen oder schreiben, was passiert ist, dann? Dann berichten sie darüber. Richtig, berichten. Das bedeutet auf Englisch to report. Und das Perfekt ist? Hat berichtet. Man könnte sagen:
Die Zeitung berichtet ausführlich über das Konzert von gestern Abend. Passt. Ein Wort, das sehr ähnlich ist und auch oft benutzt wird, ist informieren. Also man gibt Informationen weiter oder man sucht selbst nach Informationen. Informieren. Auf Englisch to inform. Das perfekt dazu. Hat informiert. Ein gutes Beispiel, das machen wir doch alle fast täglich. Ich informiere mich im Internet über das Wetter von morgen. Ah ja, das ist reflexiv. Sich informieren. Genau. Aber man kann auch sagen, der Lehrer informiert die Schüler über den Test. Also jemanden informieren. Super, das waren jetzt einige Nomen und Verben. Kommen wir mal zu ein paar wichtigen Adjektiven aus dem Medienbereich. Ja, gerne. Also wenn etwas nicht nur für eine Person oder eine kleine Gruppe ist, sondern für alle Menschen zugänglich oder sichtbar, dann ist es, Öffentlich. genau, öffentlich. Das bedeutet auf Englisch Public. zum Beispiel, der Park hier in der Stadt ist ein öffentlicher Ort, da darf jeder rein. Stimmt. Oder auch, die Diskussion über das neue Gesetz war öffentlich. Man konnte zuhören. Okay. Und wenn jetzt viele Leute eine Person kennen, vielleicht aus dem Fernsehen oder aus Filmen oder auch ein Lied, eine Marke, dann ist diese Person oder Sache, Bekannt. richtig, bekannt. Auf Englisch famous oder well known. Ein einfacher Satz. Dieser Schauspieler ist sehr bekannt, der hat schon in vielen Filmen mitgespielt. Ja? Und wenn etwas unsere Aufmerksamkeit weckt, wir neugierig werden und mehr darüber wissen wollen, dann finden wir es Interessant. interessant. Englisch Interesting. zum Beispiel. Ich finde dieses Buch über die Geschichte der Medien sehr interessant. Und wenn etwas nicht nur interessant ist, sondern auch richtig aufregend, vielleicht wie ein Krimi oder so ein Abenteuerfilm, und man unbedingt wissen will, wie es ausgeht. Dann ist es spannend. Jawohl. Spannend. Auf Englisch exciting oder thrilling. Ein typisches Beispiel. Der Film war echt spannend, bis zur letzten Minute. Okay. Und unser letztes Wort für heute, es beschreibt etwas, das sehr abwechslungsreich ist, also viele verschiedene Arten oder Möglichkeiten bietet. Ah, das ist vielfältig. Vielfältig, genau. Auf Englisch kann man sagen diverse oder varied. Man kann zum Beispiel sagen, das Angebot an Kursen an der Volkshochschule ist sehr vielfältig. Da gibt's alles Mögliche. Stimmt. Oder eben bezogen auf unser Thema, die heutige Medienlandschaft ist ja unglaublich vielfältig. Zeitungen, Fernsehen, Radio, Internet, Podcasts. Soziale Medien, ja, alles. Puh, das waren die 15 Wörter. Kurze Pause zum Durchatmen. Und wenn dir dieser Podcast hier gefällt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann abonniere doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Ja, das motiviert uns wirklich sehr und zeigt uns, dass du mit Freude lernst. Das ist super. Weiter geht's. So, das waren unsere 15 Wörter zum Thema Medien für heute. Ihr habt die Bedeutungen gehört und auch ein paar Beispielsätze. Genau. Und um jetzt zu sehen, wie diese Wörter in einem Zusammenhang funktionieren, haben wir, wie versprochen, eine kleine Geschichte für euch. Hört mal gut zu. Also, eine bekannte Reporterin wollte eine spannende Geschichte über neue Musikbands machen. Sie nahm ihr Mikrofon und ihre Kamera mit in einen Club. Mhm. Dort sollte eine sehr interessante neue Band spielen. Die Reporterin wollte die Band natürlich filmen, während sie spielt und danach noch ein Interview aufnehmen. Die Sendung mit ihrem Beitrag sollte schon am nächsten Tag öffentlich im Fernsehen gezeigt werden. Das war natürlich eine Riesenchance für die Band. Klar, die Reporterin musste die Sendung zum Glück nicht selbst moderieren. Das hat ein erfahrener Kollege im Studio gemacht. Ihre Aufgabe war es halt, vor Ort zu sein, zu berichten und die Zuschauer gut über die Band zu informieren. Und kurz bevor sie anfing zu filmen, kriegte sie noch schnell eine Nachricht von ihrem Chef mit ein paar letzten Tipps fürs Interview. Ah, typisch. Und sie dachte sich, das Medienangebot heute ist wirklich vielfältig. Von solchen Fernsehberichten bis zu kleinen Online-Blogs gibt's ja so viele Wege, Neues zu entdecken. Das ist doch eine schöne Geschichte. Die bringt wirklich alle Wörter gut zusammen, finde ich. Man sieht, wie man sie im Alltag benutzen kann. Ja, das finde ich auch. So, und jetzt seid ihr dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Schreibt bitte eure eigenen Sätze mit diesen Wörtern unten in die Kommentare. Wir lesen die total gern. Ja, so sehen wir, wie ihr die Wörter benutzt und können euch vielleicht noch den ein oder anderen Tipp geben. Traut euch! Absolut. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr weiter mit uns Deutsch lernen wollt, dann abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns echt sehr, weiterzumachen und immer neue Inhalte für euch zu erstellen.
Und morgen, da geht's schon weiter mit Tag 59. Und einem ebenfalls sehr spannenden Thema: Technik. Da sprechen wir über wichtige Wörter rund um Geräte, Innovation und moderne Technologien. Oh ja, das ist sicher für viele von euch relevant. Also bleibt unbedingt dabei. Wir freuen uns auf euch. Bis morgen. Tschüss und viel Spaß beim Weiterlernen.